phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Ja, das ist ein Standard. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Okay. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Beide haben es selber rausgekriegt. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Studienbuch. University of Cambridge. A botany book. This student's book belongs to Albert. Repeat-Jahr, Wiederholungsjahr. Ja. War anscheinend nicht sehr gut. Schutzausrüstung. Eine It Schutzausrüstung fehlt. appears as though the protective equipment is missing from here. Und da war ja schließlich auch eine Maske drin halt. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Maske. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Und so eine Maske haben wir gefunden. Mal die Tasche ran. Da drüben ist was. Taschenabdruck. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Aber nicht gut. Several drops of the substance. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. The wind Tobi! knows. Watson, gehst du schon mal los? Holst Tobi wieder? Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Einbrecher. Wie war das? Immer die verschiedenen Teile drehen, sodass die Linien verbunden sind. Ist da oben nichts. Kann sein, dass hier zwischen was fehlt. Nein.
Das war schon die Lösung. Ah. Ah, alles klar. Wo musste dahin? Brauche ich hier ein Ding in der Mitte? Und dann haben wir es. Da hat aber ganz schön lange gedauert. Ich lasse mir Zeit. Komm mit Miss White's locker. Gucken wir mal. Ein Brief. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sie es höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, wie werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer eine Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht so herzlos sein und tatenlos mit ansehen, wie eure Tochter, euer eigen Fleisch und Blut, nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann. Oder Herzchen, Herzchen, eure Margret. Ich hab's ein bisschen ausgeschmückt. Hab's mitbekommen, ja. Apparently, Miss Diplom. White is a capable student. Brief. Von Albert. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest. Dein treuer Freund, Albert. Nett. Ist Schmuckkästchen. Drehen. Ja. These jewels must be worth a small fortune. Also Geldprobleme kann sie nicht haben, wenn sie das Ding hat. A vanity purse. It is of high quality. Mhm. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten? Nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast. Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. dann getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen. Deine Eltern. Okay, da Nett. scheint aber was zum Argen zu sein, wenn es heißt, den Ruf ruiniert. Weit Studium, weit Familie. Das können wir schon zusammen so. Passt nicht? Wir haben uns Ambitionen und das wäre theoretisch weit Studium. Auch nicht. Mach doch erstmal die anderen Schrecke Ich auf. wollte gucken, ob ich das schon muss. Es hätte aber gepasst, seine Ambitionen mehr Geld zu verdienen, um ihr Studium zu finanzieren. Reden wir mal mit ihm. Martin Hamish's locker. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Okay. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Garden möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinen früheren Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague noch am Leben war, konnte ich Ihr Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Aber jetzt herrscht das große Unordnung in Kew Garden. Wie kann ich in dieser Situation tatenlos zusehen?
Wie kann ich die Gärten unerfahren und unmotiviert Menschen überlassen? Von daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann. Und nicht mehr belastet werde durch die fortwährende Ungewissheit. Martin Forderungswunsch. Okay. Ist aber schon dreist, so ein Schreiben zu kriegen. Botanikerzeit. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Das ist im Palmenhaus. Auch wenn es reingeschoppt aussieht. Father and I, Kew Gardens. Moment, Vater und ich? Ich wollte gerade sagen, da steht ja noch. Es ist nur Watson. Ach was nicht. Er ist nicht. Vater und Ei. Aber aus wie Albert eigentlich. Albert's Locker. Kann es sein, dass Mr. Dunn, der Tote, irgendwie an das Unternehmen gekommen ist, obwohl er gar nicht dafür zuständig ist und Hamish das eigentlich gehört? Keine Ahnung. Das ist ein Brief runter. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Ablehnung schreiben. A rejection letter from the British Royal Naval College. Royal Navy College, Rekrutierungszentrum für Unteroffiziere London. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unserer Eignungsprüfung nicht auf dem Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montagudan, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der königlichen botanischen Gärten in Kew Garden anzuvertrauen. Und erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Garden. Hochachtungsvoll, GM Lammerstadt. Ja, wie auch immer. Alter, ist das krass, wie der sich da einmischt und sagt, nö, ich habe das vor, also machst du nicht deinen Wunschberuf. Tja, so sind halt manche Eltern, ne? Das war halt damals so. War schon krass. So, jetzt kommen wir bestimmt, wenn ich T drücke, ich auf den Brief. Oh, guck mal. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Könnte vielleicht unsere liebe Mrs. White sein. Okay. Miss White, sie ist nicht verheiratet. Nun. Wenn sie nicht verheiratet ist, dann heißt das Miss und nicht Mrs. So, wir sind jetzt im Samenhaus, ne? Samenspende, yay! Samenhaus oder das andere? Nee, Anzuchthaus. Watson, Hose runter. Genau, witzig. Ich kann sagen, Sie, das sind 2 Brotscheiben, die da stehen. A glasses case. It is empty. Das gehört dann wohl zu Mr. M. -Punkt. Ja, der Hamish. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Ja. Weil dieses Brille, er hat eine Brille getragen. Halt. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. Okay. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Was? Halt Fenster. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Okay, also kann genau sehen, wann was passiert. Sehr interessant. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. So.
Eigentlich müssten wir irgendwo mal die junge Dame finden. Büste. Und noch ein Bruchstück gefunden. Mr. Dunn. Davon könnte vielleicht, genau. Das Bruchstück. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. Okay. Immer noch nicht hier. The seeds of plant species are stored here. So. Watson. Richtig. Was ist denn hier drunter? Locked. So, wir sind wieder draußen. Wenn jetzt hier wieder abgeschlossen ist. Open. Open. Da ist er doch. Hast du ihn schon? Okay. Und hier so ist es nicht selber. Das ist Albert sein Tisch. A book Yep. about ships. Nothing at all to do with plants. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Obwohl der so saubere Hände hat. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Mhm. Margaret, warte kurz. Na dann, Margaret, erzähl mal. Was los? Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Ja. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Erzähl mal was davon. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Okay. Hergeräumtes Goliath. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate Oha. keys.
He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Okay. Also ihr könnt überall hin, theoretisch. Ja. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Er sagt ja spirituell, also spirituelle Führungskraft, sagte sie ja. Die Gesellschaft könnte da mitspielen. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. So, dann beobachten wir sie mal. Ich sehe ja schon mal eine auffallende Brosche, die nichts bedeutet. Teures Parfüm. Wenn sie Geldprobleme hat, also das mit Geldproblemen ist schon mal gelogen. Es stand ja auch vorhin schon da, Was? dass sie sich abgehoben hat. Rosa Flecken, frühere Mangelernährung, Pelagra, arme Familie. Also als Kind arm gewesen. Und das ist Lippenstift oder sowas. Runter. Und Der Rock vielleicht? Weiter unten? ist nichts tiefer. Hm. Unverheiratet. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Ja. So. Was haben wir denn an Informationen? Eigentlich nach wie vor nichts. Haben wir denn hier noch eine neue Aufgabe oder irgendwas? Ah ja, wir haben noch was zu besprechen. Mit beiden müssen wir reden. Schlüssel für die Kyugan und das ist auch nochmal reden. Die weiß davon nichts. Ne? Kew Gardens is such an... Okay. Also reden wir nochmal mit den beiden. Mal gucken, ob die uns was sagen können. Die Büste. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Das ist gelogen. Bruchstück einer Büste. Ja. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Der Typ ist halt einfach total komisch. Er macht sich zumindest mit seiner Art und Weise sehr verdächtig. Ja. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany.
von der Familie? Nein, das stimmt nicht. Das Fotografie mit deinem Vater. Den stand ja in Kew Garden. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Und dann haben wir Thank you, schon ein Mr. Hamish. Motiv. We shall continue our investigation.